Für das Schweinefilet in cremiger Currysoße benötigt ihr 1 Kilogramm Schweinefilet, 3 Esslöffel mittelscharfer Senf, etwa 12 Scheiben Serrano-Schinken, 3 Esslöffel Tomatenmark, 250 Milliliter Kochsahne, 1 Teelöffel Speisestärke, 200 Gramm Crème fraîche, Parmesan zum Überbacken, etwas Petersilie und zum Würzen Brühe, Curry, Salz und Pfeffer. Herzlich willkommen zu 4 Reifen, ein Klo. Schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir heute mal wieder etwas im Omnia-Backofen zubereiten. Und zwar verwende ich diesmal wieder die anti-haftbeschichtete Backform, weil ich werde gleich das Schweinefilet dort etwas anbraten. Das ist nämlich möglich mit dem anti-haftbeschichteten, aber ich muss dabei sagen, das sollte man nicht allzu oft machen, weil eine Anti-Haftbeschichtung lebt eigentlich davon, nicht ständig zu heiß werden. Denn das steht auch in der Gebrauchsanweisung drin, umso öfter ihr die zu heiß benutzt, also immer wieder regelmäßig auf 250, 260 Grad, was da hier unten leicht geschehen kann, dann lässt der Anti-Haft-Effekt nämlich nach. Und das solltet ihr halt einfach im Hinterkopf behalten, wenn ihr mal merkt, die funktioniert nicht mehr richtig. Das hat dann diesen Anti-Haft-Effekt verloren. Deswegen mache ich das auch nur hin und wieder und möchte euch auch den Hinweis geben, macht es nicht zu oft, damit ihr eure anti-haftbeschichtete Backform noch lange mit dem Anti-Haft-Effekt benutzen könnt. Ja, genau so. So, aber da machen wir es gleich drin. Ich wollte noch irgendwas kurz sagen zu meiner Kochsahne. Da könnt ihr natürlich ohne weiteres fettreduzierte Sachen nehmen. Das mache ich nämlich auch. Ich nehme nämlich die von Alpro. Ich zeige euch die mal. Wo habe ich die denn hingestellt? Wartet mal, ich gucke mal im Kühlschrank. Ja. So, dann nehme ich nämlich die von Alpro, weil die hat einfach einen sehr geringen Fettanteil. Weil viele fragen mich immer, ist immer alles mit Sahne? Nein, ich nehme keine richtige Sahne, wenn dann auch Kochsahne, weil die flockt auch nicht aus. Und ich nehme auch immer die fettreduzierten Sachen. Das heißt, auch die Crème fraîche, die ich jetzt benutze, die hat auch einen fettreduzierten Anteil. Das ist nämlich auch möglich. Ihr könnt alternativ statt Crème fraîche auch Frischkäse mit Kräuter verwenden. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass Crème fraîche halt einen sehr cremigeren Effekt hat und der hat ja auch diesen säuerlichen Geschmack, der dann manchmal noch fehlt. Man kann stattdessen, wenn ihr Frischkäse macht, auch ein bisschen Zitrone reinmachen. Aber ich finde, Crème fraîche hat immer noch einen anderen Geschmack. Aber das bleibt euch überlassen. Ich gebe ja nur Tipps und Inspirationen. Ja, dann haben wir, dieses Rezept ist nämlich Low Carb geeignet. Ich verwende jetzt zum Binden, weil es vielleicht gleich ein bisschen flüssiger wird. Da müsst ihr halt gucken, ob es bei euch flüssiger wird oder nicht, etwas Kartoffelstärke. Aber alternativ, damit es Low Carb bleibt, könnt ihr Johannisbrotkernmehl verwenden. Davon allerdings immer nur ein bisschen. Ich würde euch da mal zu so einem halben Teelöffel raten. Johannisbrotkernmehl ist sehr bekannt. Es ist ein Bindungsmittel, was man auch für alle anderen Sachen verwenden kann. Ich verwende das sehr, sehr gerne. Es ist nicht billig, also Kartoffelstärke oder Speisestärke, wie sie auch genannt wird, die ist natürlich viel, viel günstiger. Aber wer in der Low-Carb-Küche halt unterwegs ist, der sollte Johannisbrotkernmehl nehmen. Ich benutze das auch sehr gerne zum Andicken. Und da braucht ihr wirklich nur ganz wenig von, teilweise auch nur ein Viertel Teelöffel. Also wenn ihr sowas verwendet oder ausprobiert, bitte ganz wenig erstmal ausprobieren und ihr könnt immer noch ein bisschen hinterher machen, weil dieses Johannisbrotkernmehl ist nämlich sehr, sehr ergiebig. Ja, das einmal kurz zu den Zutaten. Wir werden dann jetzt einfach mal anfangen, indem wir das Schweinefilet kurz mit Pfeffer und Salz würzen. Danach wird es mit dem Senf eingepinselt und im Serrano-Schinken eingewickelt. Das Ganze machen wir jetzt einfach nur so in die anti-haftbeschichtete Backform rein und lassen das Ganze mal für 3 bis 5 Minuten auf großer Flamme. Dann werde ich gucken, wie die Filets aussehen und die auch einmal umdrehen. Aber in der Zwischenzeit machen wir dann die Soße dazu. Und dazu werden wir in dem Crème fraîche erstmal das Tomatenmark einrühren, anschließend die Kochsahne hinzufügen und das Ganze mit 2 Teelöffel Curry, 1 Teelöffel Brühe und etwas Pfeffer würzen.
Die Petersilie wird jetzt noch mal kurz abgepflückt und fein gehackt und das geht dann gleich noch in die Creme Fraiche Soße rein. Ja, das Filet habe ich jetzt zwischenzeitlich schon einmal umgedreht und habe das von der anderen Seite leicht angebraten. Ich werde das jetzt rausholen, auf den Teller legen und die Soße einfüllen. Und dann wird das Fleisch da wieder draufgelegt und anschließend mit Parmesan überrieben. Das Schweinefilet in cremiger Currysoße war jetzt 30 Minuten auf mittlerer Flamme. Und das sieht richtig cool aus. Es sieht super, super cremig aus. Ja, das sieht richtig gut aus. Es ist richtig, richtig cremig geworden. Und ich denke, das werden wir jetzt gleich mal kurz anschneiden, damit ihr auch seht, wie das von innen aussieht. Das machen wir jetzt. Das sieht gut aus. Und das riecht so gut. Wenn ihr das riechen könntet. Perfekt, perfekt. Und gar nicht schwer, oder? Ja. Das heißt, ich habe euch mal wieder eine Variante gezeigt, wie ihr auch den antihaftbeschichteten Omnia-Backofen verwenden könnt. Denn einfach mal vielleicht leicht anbraten. Funktioniert. Mit dem anderen würde ich es jetzt nicht machen unbedingt, weil dann habt ihr echt so eine große Scheuer- und Schrubbaktion. Ihr könnt es machen. Da braucht ihr dann auch nicht darauf achten, ob es dann zu heiß wird oder nicht, weil der unbeschichtete, da ist es ja völlig egal. Aber ich möchte halt nicht diese Scheuer- und Schrubbaktion haben. Man kann dann natürlich das alles einweichen und es erleichtert das. Also kaltes Wasser dann in die unbeschichtete Backform rein, einweichen lassen und dann löst sich da auch alles Mögliche. Aber es geht natürlich wirklich wesentlich leichter mit einer antihaftbeschichteten Backform. Also da lobe ich mir wirklich diese Idee, dass das auf den Markt gekommen ist. Denn ihr habt weniger Wasserverbrauch, ihr habt weniger Schrubb und Scheuer am Spültisch und das erleichtert wirklich einiges. Wir haben ja ein Video drüber gemacht, ich verlinke euch das mal. Denn für mich persönlich ist das wirklich einer der besten Zubehörteile, die Omnia wirklich rausgebracht hat. Und auch einer der sinnvollsten. Kann ich nur empfehlen. Ja, ansonsten hoffe ich, dass euch das Rezept gefallen hat. Ja, der Frank kommt heute mal nicht, der ist geschäftlich leider unterwegs und ist da verhindert. Mit dem werden wir das dann später verspeisen. Ich denke mal, der wird auch wieder sagen, oh, ich habe so einen Hunger. Ich übernehme das von heute mal. Aber ich kann das nicht so wie der. Nein, ich habe ja nicht immer so einen Hunger wie der Frank. Von daher denke ich mal, ihr müsst es ausprobieren. Ihr müsst es wirklich ausprobieren, das ist wirklich super lecker, super einfach. Und ich sage dann mal bis zum nächsten Video.